Guten Morgen und herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und den schönsten Spezialgast hier auf diesem ganzen Planeten, Dana Rolle. Ja, herzlich willkommen zurück. Schön, dass du es wieder einmal auf die falsche Seite des Planeten geschafft hast. Vielen Dank. Aber es kann doch nicht sein, dass du jedes Mal hier sitzt und nicht hier sitzt. Es ist doch, ich weiß nicht, woran es liegt, vielleicht an den Zuschauern, weil sie immer noch nicht den Kanal abonniert haben und nicht wissen, dass wir uns endlich in der Mitte treffen werden, wenn es hier auf diesem Kanal 100.000 Abonnenten sind. Deswegen warten wir da noch mal ein bisschen, bevor wir uns das nächste Mal unsittlich berühren dürfen. Leute, wir haben den Release natürlich von TXT nicht verschlafen. Niemals. Wir hatten ja auch hier diesen Kurzfilm, der war ja Magic Island. Absoluter Film, muss man sagen, uns auch angeschaut. Jetzt hier aber wirklich wieder ein normales Musikvideo. Titel ist Angel or Devil. Angel or Devil. Okay, danke. Legen wir los. Ich liebe es. Also, falls sich irgendjemand wundert, I spilled some tea, by the way. Haha, Tee gespillt. Also wirklich, es war wirklich Tee. 말해줘 what should I choose 천사와 악마들 중 내 머릿속이 다줌 내가 심판을 봐줘 Oh baby 네 맘속에 닿고 싶어 Oh baby 네 맘속에 갖고 싶어 많이 버티고 고민 같은 거 연애란 것만 집어건 같은 거 제대고픈 맘이 땀 무슨 긁어 그냥 상남자처럼 밀어붙여 왜 내 맘을 흔드는 건데 촛불 안에서 부르는 거해 사랑한다 촛불보다 더 뜨겁게 천사 같은 말 No way 그쳤는데 우선 먼저 그치면 어떻게 영영 야만 내 혈이 wallah 사나운 편집되면 소리 떨떠 그딴 무서운 devil angel 반복되는 나 뽑는 이 행진 Tell me how can I make it stop Bang it bang it bang it bang it bang it bang it 전부보다 더 fire 지옥보다 뜨거운 fire Can't tell me your mind 너에게 가는 길을 알려 Something like a love yeah 네 맘이 향해 지금 달려 Something like a love yeah 네 맘이 향해 지금 달려 말해줘 what should I choose 천사와 악마들 중 내 머릿속이 다져 네가 내게 심판을 봐줘 Oh baby 네 맘속에 닿고 싶어 Oh baby 말해줘 what should I choose Yeah yeah 뭐임마 전화 걸어 빨리 Yeah yeah Please to stop 조금 더 천천히 시끌 한두 목소리 또 빙글 maybe a 새고민 많이 버티고 고민 같은 거 조금 무리해서라도 찍는 너 Let me try 한국 드라마 같은 거 공부해 trendy한 연애 문법 그게 별로야 이런 건 어때 노래방에서 내 매력 어필 떨어지기 싫은 너 cannot be 옆에 24시간이 계속 네 옆에 천사가 말을 먼저 놓치면 어떻게 영영 나 동생 못해 점점 Der ist schön, aber das wird groß. 이제 너의 답이 필요해 Black or white, pick a color geil. 네가 원하는 바로 pull up 대령하도 완료잖아 Black or white, pick a color 공부보다 더 어려워 Easy come and show me your love 대령하도 완료잖아 성보다 더 fine 지옥보다 뜨거운 fire Can you tell me your mind 너에게 가는 길을 알려 네 맘이 향해 지금 달려 Something like a love yeah 네 맘이 향해 지금 달려
Oh, geil. Angel or Devil, hier auf jeden Fall nochmal schön dargestellt. Ja, ey, schöne Nummer. Hat so richtig, richtig international Pop, Trap, R&B Vibes. Könnte auch eine Nummer von Chris Brown gewesen sein, so mit Chris Brown und wie heißt er immer? Danke für deine Hilfe. Hä? Ja. Sein absoluter Rap-Partner, mit denen die doch immer dieses Album hatten. Wie heißt er nochmal? Ach so, mit Tiger. Tiger, ja, danke. Mann, ey. So, ja. Ja, der hatte viele Alben. Ich weiß nicht, wenn du sagst, sein Rap-Partner Tiger, Lil Wayne. Ja, aber Stuff. Chris Brown hatte so viele Songs Ja, mit Tiger okay. und auch gerade so Nummern, die so vom Vibe her so genau das waren. Echt? Ich habe ich weiß nicht, so von der Melodie her oder so ein bisschen an Loyal gedacht von Chris Brown. Ja. Das war aber mit Lil Wayne. Ah, okay. Und Tiger? Nee, ich glaube nicht. War Tiger auch in dem Song? Nee. Nee, es war nur mit Lil Wayne. Ja, es war nur mit Lil Wayne. Ja, aber genau sowas, Loyal, eben wie von Chris Brown, also richtig schön international angelegt. Einer von Danas Lieblingsliedern auch. Absolut. Deswegen hat, glaube ich, TXT hier auch auf jeden Fall nochmal einen Platz in Danas Herz gewonnen. Ja, aber ich dachte so, ich glaube bis zur Hälfte von dem Song war ich mir nicht so sicher, weil ich dachte mir so, oh, ist ganz cute, finde ich nicht schlecht, aber weiß ich nicht, ob ich mir jetzt so anhören würde, aber dann bis zum Ende hin dachte ich mir, boah, safe, wenn du zu Hause allein bist, du putzt so, musst alles aufräumen und so, brauchst so ein bisschen Motivation, gute Laune und so, wo du auch ein bisschen zu tanzen kannst. Das Ding ist, oder beim Autofahren, so ein Roadtrip, kann ich mir Song- mega geil vorstellen. der Song ist mega cool. Er hat so richtig R&B, Pop-Vibes mit eben so Trap-Elementen. Das Ding ist aber, das Video ist sehr einfach produziert. Yes. Die Choreo ist voll cool. Haben die auch richtig gut hinbekommen. Man sieht das auch, weil die immer wieder Hardcuts haben zwischen den Szenen und während sie in der Choreo sind und es passt trotzdem perfekt, sind die noch genau in den Moves drin. Da sieht man, wie krass die Choreo wirklich drauf haben. Aber das Video ist sehr simpel gestaltet. Ja. Man sieht, dass die Locations sind sehr einfach. Also das Video insgesamt, das war kein groß teure Produktion jetzt, ja. Nicht so wie der Kurzfilm letztes Mal. Nicht so wie der Kurzfilm zum Beispiel. Und ich glaube, deswegen ist weil das Musikvideo ist natürlich auch immer so ein bisschen die Präsentation von dem Song. Und ich glaube, deswegen wirkt der Song vielleicht, wenn man ihn das erstmal hört, ein bisschen weniger stark, als er tatsächlich ist, weil der Song ist ziemlich cool. Es ist aber schon cute auch irgendwie, das Musikvideo. Also ich finde es nicht schlecht, aber es ist halt auf jeden Fall nicht so aufwendig und definitiv simpler. Ich finde es auch nicht schlecht, aber es ist einfach de facto nicht so krass aber aufwendig. diese Neon-Animation da, shit, das ist so aufwendig. Das ist ja alles per Hand gezeichnet und Frame für Frame eingezeichnet. Genau, ja. Shit. Das ist halt das, was hier auf jeden Fall nochmal gut Arbeit reingesteckt hat ins Video. Ja. Aber das macht's auch aus, weil das ist so das Detail, was es dann rausholt, finde ich. Ja, absolut. Das bringt das extra noch. Und ich bin mir sicher, die Jungs waren dem sehr, sehr bewusst und haben es eben aus diesem Grund auch gemacht. Ja, aber wirklich. Geil. Mega geil. Was sehr interessant war, fand ich hier zum Beispiel im ersten Part, dass auf den Main Vocal war die ganze Zeit unten drunter dieselbe Stimme eben nochmal komplett eine Oktave tiefer. Das lief die ganze Zeit. Moment. Im Verse. Das war die Hook. Hier. Ist die ganze Zeit eine Oktave tiefer, auch eine Bassstimme drunter. Moment, hier. Übrigens hier die Rhythmussektion, die Drums und Bass, auch wieder eben sehr 808-lastig, also 808, Roland 808, die TR 808, diese Drum Machine, ich habe das letztens in einem Video erklärt und der Subbass läuft ja eben auch fett die ganze Zeit durch, man sieht das auch ganz gut hier. Die ganzen Subbass und
Interessant hier in dem Vocal-Part, dass die Stimme, während die Stimme läuft, sind da so kleine Modulationen drin, dass das mal irgendwie so klingt und dann wieder zurückkommt. Das ist extra so ein stilmittelmäßig hier angelegt. Sehr, sehr interessant. Oh ja! Ja! Ach so, Genau. Also die Jungs haben ja einiges ausprobiert und auch gerade hier sehr schön im Pre-Chorus, eben wie das harmonisch dann uns wieder hier abholt, aber eben auch sehr geile Vocal-Harmonien aufgebaut sind. Die Chöre. Auch hier schön die Special Effects. Und das ist genau. Cool, doch, mir gefällt's. Weißt du, warum es so krass an Loyal erinnert? Genau wegen diesem einen Sound hier, diesen. Ja, ja. Genau deshalb. Ist auch genau bei Loyal. Nicht genau 1:1, aber es ist schon sehr, klingt sehr wie bei Loyal von Chris Brown und Lil Wayne und so weiter. Auch hier so reversed Becken, die dann in die nächsten Parts einleiten, sehr, sehr kurz und schön auch im Hintergrund wirklich immer nur noch so eine Melodie, die so ein Counterpart zu der Hauptmelodie, die gesungen wird, dann immer so reinsetzt hier. Na, immer. Oh, was soll das? Ah, nur so kurz streichen. Ja, sind Streicher. Oh, shit. Ich glaube, das ist aber der Reverb hier gewesen. Der Reverb aber eine Oktave hochgepitcht. Ja, das ist seine Stimme, aber hochgepitcht, also die Tonhöhe verändert. Eine Oktave höher, das aber nicht auf... Wie Streicher. Und da einen sehr krassen Reverb drauf gesetzt, weil es genau gleich drunter liegt oder drüber liegt zu seinem Hauptvocal. Ja, ja. 100%. Und dann wieder dieses... Ja, ja. Ja, sehr krass. Die Stelle im Video finde ich so geil. Mhm. Die verschwinden und kommen ja auch wieder. So geil. Hier, das wieder streichen. Es hat auch echt wegen diesem Subbass, ne? Deswegen bekommt das auch echt diesen Urban Style so ein bisschen. Ja, sehr cool, sehr geil. Und wie gefallen dir die orangenen Paletten im Hintergrund? Also die sehen echt nicht schlecht aus. Vor allen Dingen, da muss man aber sagen, die haben die, so bekommt man die ja nicht. Die haben die wahrscheinlich, oder? Ne, die haben die angestrichen. Ja, ne? Ja. Krass. Das ist dann schon wieder viel Arbeit. Sieht voll geil aus. Ja. Sie hat direkt wieder was. Ja, die sind halt ein krasser Eyecatcher für diese Szene auch. Aber meinst du, die gibt's so vielleicht irgendwie? Nee, die haben die eingesprüht. Safe. Gesprüht, ne? Ja, bestimmt. Ja, voll die Arbeit, Alter. Es ist halt auch hier immer auf der Main Vocals so richtig fast Vocoder-artig die Vocals dann, die so richtig das Ganze harmonisch stark unterlegen, damit das so wirklich eingängig ist. Das sind ja locker immer so 3-4 Stimmen, die du da hörst.
Das war auch geil. Hier ist Den das so. Satz finde ich so geil. Which will it be? Horns or Halo? Nee. Also, das ist so witzig. Ja, der Part war richtig geil, auch hier musikalisch mit dem Subbass, der ist nochmal ein anderer Klang irgendwie hinzugekommen, dass es nochmal ein bisschen fetter klingt. Ich glaube, weil der von den Frequenzen her eher was dann in die unteren Mitten dann hochgeht noch zusätzlich. Damit es ein bisschen voller klingt. Yeah. Ja, und hier auch so ganz kleine Adlibs, ne, so relativ verhalten, aber ich glaube, das würde hier auch nicht passen, wenn man zu sehr drüber gehen würde. Aber das setzt dann irgendwie schon nochmal genug drunter, dass da so eine Abwechslung oder eine Steigerung in der letzten Hook eben ist. Sehr cool. Ja, ist voll dein Song. Also ich muss gleich mal Loyal und den Song im Vergleich hören. Ja, das ist, also die sind sich schon relativ ähnlich, aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Sehr schönes Ding, das ist absolut ein Song, bin ich mir sehr, sehr sicher, dass ich den die nächsten Tage auf jeden Fall hier nochmal das ein oder andere Mal hören werde. So. Thumbnail time. Also ich krieg die Teufelshörner. Du? Okay. Das ist mal weiter, das ist immer so klein. Ich bin dann der Engel. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da. Nicht vergessen, Glöckchen an für den Ehrenmann und so weiter und so weiter. Schaut doch gerne bei Dana vorbei und ich hoffe, dass ihr am Black Friday nicht viel zu viel einkauft. Falls doch, dann Hoffentlich auch sicherlich bei deinem auch Amazon-Shop. bei meinem Amazon-Shop, wo ich einige Sachen, wie zum Beispiel auch diese Kopfhörer und andere Kopfhörer gesammelt habe. Ich habe da einen eigenen Shop, amazon.de/Rahim. Da gibt es meinen Storefront, wo ich einige Sachen schön sortiert gesammelt habe für euch. Die du empfehlen kannst. Ja, vor allem Kopfhörer, denn ihr schreibt mir wieder DMs und fragt mich, yo, kannst du vielleicht die Kopfhörer. Mal abgesehen davon, dass ich mir nicht die ganzen Kopfhörer privat kaufen kann, aber vielleicht gibt es ja demnächst andere Wege, ist es auch immer sehr großer Aufwand, jedem einzeln zu schreiben und kostet dann wirklich sehr viel Zeit auch tatsächlich. Deswegen versuche ich das so zu sammeln, da zu sortieren, dann seht ihr sofort, jo, wenn ich empfohlene Kopfhörer von Rahim haben möchte, gucke ich einfach auf amazon.de/Rahim und gucke, ob er da was hat, was dann auch mir vielleicht entspricht von der Preisklasse. Trotzdem, nur weil ich sage, dass ich sie gut finde, heißt es nicht, dass sie für euch die richtigen sind. Ne? Also bestellt sie euch, probiert sie aus. Bei Amazon kann man die ja immer relativ stressfrei zurückschicken. Wenn sie euch nicht gefallen, schickt sie einmal wieder zurück. Also, ne? Schaltet euer Köpfchen ein, vergleicht, setzt euch mit dem Thema auseinander, wenn ihr Bock drauf habt und so weiter. Das ist immer ganz interessant. Kauft nicht einfach nur stumpf Dinge nach, weil irgendwelche Leute sagen, dass ihr euch kaufen sollt. Egal, ob sie Influencer sind oder nicht. Gerade wenn sie Influencer sind. Ne, also ich werde von niemandem von denen hier gesponsert und so weiter. Deswegen, das sind wirklich Empfehlungen, die ich aus Überzeugung mache und von Herzen mache. Deswegen, weil ich eben nicht bezahlt werde, könnt ihr vielleicht eher davon ausgehen, dass es ernst gemeint ist. Aber ne, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Tschüss. Tschüss.